Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir weiter mit den B1 Redewendungen. Die Nummern 251 bis 300. Bist du bereit für den letzten Teil? Hallo Moni. Ja, total. 300 Stück, das ist ein riesiges Ziel. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Heute geht es um Lernen, Geld und viele weitere bildhafte Ausdrücke aus dem Alltag. Perfekt. Los geht's. Fangen wir mit einem an, das wir schon ähnlich hatten, über seinen eigenen Schatten springen. Das hatten wir schon mit über seinen Schatten springen, oder? Ja, genau, es ist dasselbe. Sich überwinden, etwas tun, was einem schwerfällt. Um den Frieden zu wahren, musste er über seinen eigenen Schatten springen, oder, kannst du nicht einmal über deinen eigenen Schatten springen, also seine Prinzipien überwinden. Und wenn man sich etwas beibringt? Sich etwas aneignen? Ja, lernen, sich Wissen oder Fähigkeiten selbst beibringen. Er hat sich die französische Sprache im Selbststudium angeeignet, oder, ich möchte mir neue Fähigkeiten aneignen, also lernen, erwerben. Und wenn jemand Schulden oder Straftaten hat? Etwas auf dem Kerbholz haben? Ja, früher hatte man eine Kerbe im Holz für Schulden oder Vergehen. Der Angeklagte hat schon einiges auf dem Kerbholz, oder er hat ein paar Verkehrsdelikte auf dem Kerbholz, also vorbestraft sein, Schulden haben. Und das hatten wir auch schon, die Rechnung ohne den Wirt machen? Ja, wichtige Faktoren vergessen, falsch planen. Wenn du denkst, das wird einfach, machst du die Rechnung ohne den Wirt, oder, sie hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht und die Konkurrenz unterschätzt, also falsch kalkulieren. Und wenn man zur Schule geht? In die Schule gehen? Ja, das ist wörtlich. Kinder müssen ab 6 Jahren in die Schule gehen, oder, um das zu lernen, musst du in die Schule gehen, also Schüler sein. Und wenn jemand sich für superklug hält? Die Weisheit mit Löffeln gefressen haben? Lacht, ja, ein lustiger Ausdruck. So tun, als ob man alle Weisheit der Welt besitzt. Er tut so, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen, oder, bild dir nicht ein, du hättest die Weisheit mit Löffeln gefressen, also arrogant, eingebildet. Und wenn man Neues lernt? Dazu lernen? Ja, zusätzliches Wissen erwerben. Im Urlaub habe ich viel über die Kultur dazu gelernt, oder, man lernt nie aus, man kann immer dazu lernen, also sich weiterbilden. Und aus Fehlern lernen? Aus Fehlern lernen? Ja, Fehler als Chance für Verbesserung sehen. Aus Fehlern lernt man, sagte meine Mutter immer, oder, wir sollten aus unseren Fehlern lernen und es beim nächsten Mal besser machen, also sich verbessern. Und wenn etwas vorhersehbar ist? Sich etwas an den Fingern abzählen können? Ja, so offensichtlich, dass man es leicht vorhersagen kann. Das Ergebnis konnte man sich an den Fingern abzählen, oder, dass er so reagieren würde, hätte ich mir an den Fingern abzählen können, also leicht zu erkennen. Und wenn jemand ein Talent hat? Etwas im Blut haben? Ja, eine natürliche Begabung, die in der Familie liegt. Das Tanzen hat sie im Blut, oder, bei ihm liegt es in der Familie, die Musik hat er im Blut, also angeborenes Talent. Und nochmal etwas auf dem Kerbholz haben? Ja, zur Wiederholung, Schulden oder Straftaten haben. Der junge Mann hat schon einiges auf dem Kerbholz, oder, er hat ein paar kleinere Delikte auf dem Kerbholz, also vorbestraft. Und wenn man etwas ohne es zu sehen kauft? Die Katze im Sack kaufen? Ja, früher gab es Betrug, man kaufte einen Sack, angeblich mit einem Schwein, aber es war eine Katze drin. Bei Online-Käufen sollte man aufpassen, dass man nicht die Katze im Sack kauft, oder, ein Gebrauchtwagen ist immer ein bisschen wie die Katze im Sack kaufen, also etwas kaufen, ohne es genau zu prüfen. Und wenn man 2 Dinge auf einmal erledigt? 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen? Ja, mit einer Aktion 2 Ziele erreichen. Mit dem Einkauf kann ich auch noch den Brief einwerfen und 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, oder, so schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe, wir sparen Zeit und Geld, also effizient sein.
Und das hatten wir ins Fettnäpfchen treten? Ja, einen sozialen Fehler machen. Mit deiner Bemerkung über sein Gewicht bist du aber ins Fettnäpfchen getreten, oder, ich möchte nicht schon wieder ins Fettnäpfchen treten, also etwas Unpassendes sagen. Und wenn ein Plan funktioniert? Die Rechnung geht auf? Ja, die Planung funktioniert, das Ergebnis stimmt. Meine Planung ist aufgegangen, die Rechnung ging auf, oder, wenn unsere Rechnung aufgeht, haben wir in einer Stunde fertig, also erfolgreich sein. Und das hatten wir auch auf dem Trockenen sitzen? Ja, kein Geld haben. Kannst du mir etwas Geld leihen? Ich sitze gerade völlig auf dem Trockenen, oder, nach dem Urlaub sitzen wir immer eine Weile auf dem Trockenen, also pleite sein. Und wenn man viel Geld ausgibt? Tief in die Tasche greifen? Ja, viel Geld bezahlen müssen. Für das neue Auto mussten wir tief in die Tasche greifen, oder, bei einer Scheidung muss man oft tief in die Tasche greifen, also viel ausgeben. Und wenn man etwas versteigert? Etwas unter den Hammer bringen? Ja, versteigern, bei einer Auktion verkaufen. Die alte Sammlung wird morgen unter den Hammer gebracht, oder, er brachte sein gesamtes Erbe unter den Hammer, also versteigern. Und wenn man viel Geld verdient? Sich eine goldene Nase verdienen? Ja, sehr viel Geld verdienen, oft auf Kosten anderer. Mit dieser Idee könnte er sich eine goldene Nase verdienen, oder, an dem Geschäft haben sich andere eine goldene Nase verdient, also reich werden. Und das hatten wir, den Gürtel enger schnallen? Ja, sparen, sich einschränken. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, oder, wenn ich spare, muss ich den Gürtel enger schnallen, also weniger ausgeben. Und wenn man Schulden hat? In den roten Zahlen sein? Ja, Schulden haben, Minus auf dem Konto. Die Firma ist schon seit 2 Jahren in den roten Zahlen, oder, unser Konto ist leider wieder in den roten Zahlen, also im Minus. Und das Gegenteil? In den schwarzen Zahlen sein? Ja, Gewinn machen, Plus auf dem Konto. Endlich sind wir wieder in den schwarzen Zahlen, oder, das Unternehmen ist trotz Krise in den schwarzen Zahlen, also im Plus. Und wenn man auf Kredit kauft? Etwas auf Pump kaufen? Ja, mit geliehenem Geld kaufen, oft teurer. Viele Leute kaufen sich ihr Auto auf Pump, oder, ich möchte nichts auf Pump kaufen, ich spare lieber, also finanzieren. Und wenn man Geld verschwendet? Sein Geld zum Fenster hinauswerfen? Ja, Geld für etwas Nutzloses ausgeben. Mit diesem nutzlosen Gerät habe ich mein Geld zum Fenster hinausgeworfen, oder, das ist doch Geld zum Fenster hinauswerfen, also verschwenden. Und wenn man verschwenderisch lebt? Auf großem Fuß leben? Ja, viel Geld ausgeben, luxuriös leben. Sie lebt immer auf großem Fuß und gibt viel Geld für Luxus aus, oder, er kann sich das leisten, weil er nicht auf großem Fuß lebt, also im Luxus. Und wenn man Schulden hat bei jemandem? Bei jemandem in der Kreide stehen? Ja, früher schrieb man Schulden mit Kreide an die Tafel. Ich stehe bei meinem Freund noch mit 50 Euro in der Kreide, oder, wenn du in der Kreide stehst, solltest du das Geld schnell zurückzahlen, also Schulden. Und wenn man etwas spart? Etwas auf Halde legen? Ja, für später aufbewahren, Vorräte anlegen. Wir legen immer etwas Geld auf Halde für Notfälle, oder, die Produktion wurde gestoppt und die Ware auf Halde gelegt, also lagern, sparen. Und wenn man auf unsicherer Basis baut? Auf Sand bauen? Ja, etwas auf unsicherem Fundament errichten. Wer sein Haus auf Sand baut, wird Probleme bekommen, oder, seine Pläne sind unrealistisch, er baut auf Sand, also ohne feste Grundlage. Und wenn man nicht bezahlt? Die Zeche prellen? Ja, die Rechnung nicht bezahlen, besonders im Restaurant. Nach dem Essen versuchte er, die Zeche zu prellen, oder, er ist schon oft wegen Zechenprellens aufgefallen, also nicht zahlen. Und das hatten wir auf dem Schlauch stehen? Ja, etwas nicht verstehen, eine Denkblockade haben. Kannst du mir bei dieser Aufgabe helfen?
Ich stehe total auf dem Schlauch oder, bei diesem Rätsel stehe ich völlig auf dem Schlauch, also nicht checken. Und wenn man etwas Wertvolles an Unwürdige gibt? Perlen vor die Säue werfen? Ja, aus der Bibel. Perlen sind wertvoll, Säue sind Schweine, die sie nicht schätzen. Es ist, wie Perlen vor die Säue zu werfen, wenn ich ihr guten Wein koche, sie trinkt lieber Limo, oder, mit deinen klugen Ratschlägen bei ihm ist das Perlen vor die Säue werfen, also etwas an jemanden verschwenden, der es nicht würdigt. Und das hatten wir auch, sein Licht unter den Scheffel stellen? Ja, seine Talente verstecken, zu bescheiden sein. Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und deine Fähigkeiten zeigen, oder, sie stellt ihr Licht immer unter den Scheffel, dabei ist sie so talentiert, also sich unterbewerten. Und wenn man schwarz sieht? Den Teufel an die Wand malen? Ja, immer das Schlimmste vorhersagen, pessimistisch sein. Du malst mal wieder den Teufel an die Wand. So schlimm wird es schon nicht werden, oder er malt gern den Teufel an die Wand und sieht überall Gefahren, also übertrieben pessimistisch. Und wenn man einen schlechten Tag hat? Mit dem linken Bein zuerst aufstehen? Ja, aber glaube, dass der linke Fuß Unglück bringt. Heute bin ich wohl mit dem linken Bein zuerst aufgestanden. Nichts klappt, oder, du bist heute aber schlecht gelaunt, mit dem linken Bein aufgestanden, also einen schlechten Tag haben. Und wenn alles gut ist? Alles in Butter? Ja, alles in Ordnung, kein Problem. Keine Sorge, alles ist in Butter, oder, die Prüfung ist vorbei und alles ist in Butter, also alles gut. Und wenn man zu weit geht in der Kritik? Das Kind mit dem Bade ausschütten? Ja, etwas Gutes mit etwas Schlechtem wegwerfen. Wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und das ganze Projekt stoppen, oder, Kritik ist gut, aber schütte nicht gleich das Kind mit dem Bade aus, also überreagieren. Und das hatten wir, seinen Senf dazu geben? Ja, seine ungefragte Meinung sagen. Musst du zu wirklich jedem Thema deinen Senf dazu geben, oder, er gibt immer seinen Senf dazu, auch wenn er keine Ahnung hat, also sich einmischen. Und wenn man den Falschen einsetzt? Den Bock zum Gärtner machen? Ja, jemandem eine Aufgabe geben, die er missbrauchen wird. Der Bock frisst die Pflanzen. Einen Alkoholiker als Barkeeper einzustellen, das heißt den Bock zum Gärtner zu machen, oder, das wäre ja den Bock zum Gärtner machen, also eine schlechte Wahl. Und wenn jemand sich gut auskennt? Wissen, wo der Bartel den Most holt. Ja, ein alter Ausdruck. Bartel holt den Most, also kennt er die Wege. Unser Guide weiß, wo der Bartel den Most holt, oder, er ist erfahren und weiß, wo der Bartel den Most holt, also sich auskennen. Und das hatten wir, sich auf die Socken machen? Ja, losgehen, aufbrechen. Es ist spät, ich sollte mich langsam auf die Socken machen, oder, wir machen uns besser auf die Socken, bevor es regnet, also losgehen. Und wenn man nichts versteht? Ein Brett vor dem Kopf haben? Ja, wie ein Pferd mit Scheuklappen, nur dass es ein Brett ist. Er hat ein Brett vor dem Kopf und checkt einfach nicht, was ich meine, oder, jetzt hab ich es verstanden, vorher hatte ich echt ein Brett vor dem Kopf, also begriffsstutzig sein. Und das hatten wir, auf dem Holzweg sein? Ja, falsch denken, irren. Mit deiner Vermutung bist du völlig auf dem Holzweg, oder, wenn du glaubst, er hilft dir, bist du auf dem Holzweg, also falsch liegen. Und das hatten wir auch, die Flinte ins Korn werfen? Ja, zu schnell aufgeben. Nur weil es einmal nicht klappt, solltest du nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, oder, er wirft schnell die Flinte ins Korn, wenn es schwierig wird, also aufgeben. Und das hatten wir, die Kurve kratzen? Ja, schnell verschwinden, flüchten. Er hat mal wieder die Kurve gekratzt, bevor die Polizei kam, oder, sie konnte gerade noch die Kurve kratzen und den Unfall vermeiden, also sich retten. Und wenn man tanzt? Das Tanzbein schwingen? Ja, tanzen, besonders ausgelassen. Auf der Party haben wir kräftig das Tanzbein geschwungen, oder, komm, lass uns das Tanzbein schwingen, also tanzen. Und wenn man feiert? Sich die Kante geben?
Ja, viel Alkohol trinken, sich betrinken. Gestern haben wir uns so richtig die Kante gegeben, oder er gibt sich am Wochenende gern mal die Kante, also saufen. Und wenn man richtig feiert? Auf den Putz hauen? Ja, ausgelassen feiern, auch laut sein. Am Wochenende wollen wir so richtig auf den Putz hauen, oder er kann gut auf den Putz hauen und ordentlich feiern, also feiern. Und wenn man sich versöhnt? Seinen Frieden machen? Ja, einen Streit beenden, sich versöhnen. Nach dem Streit wollte er mit seinem Bruder seinen Frieden machen, oder sie hat mit ihrer Vergangenheit ihren Frieden gemacht, also akzeptieren, vergeben. Und das hatten wir ähnlich im 7. Himmel schweben? Ja, total glücklich sein. Seit der Verlobung schwebt sie im 7. Himmel, oder er schwebte im 7. Himmel vor Glück, also überglücklich. Und zum Schluss, das macht den Kohl auch nicht fett? Lacht, ja, das hilft auch nicht, macht keinen großen Unterschied. Eine kleine Spende ist nett, aber das macht den Kohl auch nicht fett, oder, noch eine Meinung dazu? Das macht den Kohl auch nicht fett, also nicht entscheidend. Wow. 300 Stück. Das ist unglaublich. Ja, du hast es geschafft. 300 B1 Redewendungen komplett durchgearbeitet. Was nehme ich mit? Die Geldausdrücke sind super, tief in die Tasche greifen, in den roten Zahlen sein, den Gürtel enger schnallen. Und die fürs Lernen, dazulernen, aus Fehlern lernen, sich etwas aneignen. Und die fürs Feiern? Das Tanzbein schwingen, auf den Putz hauen? Ja, genau. Die machen Spaß. Danke, Moni. Wirklich 300 Stück, das war eine lange Reise. Gern geschehen. Du hast so viel gelernt. Ich bin richtig stolz auf dich. Und jetzt? Richtig feiern? Lacht, ja, jetzt können wir auf den Putz hauen. Perfekt. Dann lass uns das Tanzbein schwingen. Abgemacht. Und dann Prost. Prost auf 300 Redewendungen. Und auf dich. Du hast sie dir verdient. Danke für alles, Moni. Bitte schön. Und jetzt, nichts wie weg.